Der Herbst ist da, auch wenn die Sonne noch mal richtig auf mich runterknallt, der Frost steht bevor und wir haben viele Sachen im Garten, die noch geerntet werden müssen, beziehungsweise die wir schon lange vernachlässigt haben, die hier einfach nur rumliegen und darauf warten, endlich verarbeitet zu werden. Deswegen machen wir das. Wir ernten, wir kochen und wir machen ein schön herbstliches Einkochen mit ein paar Sachen. Los geht's! Von der einen Seite hui, von der anderen Seite geplatzt ist unser Rotkohl. Daraus müssen wir jetzt dringend etwas machen. Yep. Dann mit einem schönen Genick-Twister. Zack. Okay, haben wir die ganze Pflanze mitgenommen. Das war nicht, was ich geplant hatte, aber egal. Und die kleinen Köpfe hier nehme ich auch gleich mit. Was ich bemerkenswert finde, ist übrigens, dass hier hinten schon die ersten Rosenkohlröschen an den Pflanzen entstehen. Also hier reichen sich die Kohlsorten quasi die Hand am Saisonwechsel. Total cool. Freue mich schon sehr auf dieses Wintergemüse. Und geplatzter Kohl, ich gebe es zu, das passiert mir leider nicht zum ersten Mal. Tatsächlich zwang mich das gleiche Ereignis schon vor 3 Wochen zum Handeln. Da zunächst nur Weißkohl betroffen zu sein schien, war mir klar, ich würde mich zum ersten Mal an Sauerkraut versuchen. Doch was ist das? Im Vorbeigehen hatte ich es erst gar nicht gesehen, aber beim Filmen fiel mir auf, dass auch dieser Kopf Rotkohl Aufmerksamkeit erforderte. Eine kurze Recherche im Internet offenbarte, dass sich wohl auch Rotkohl für Sauerkraut eignet, also blieb es bei dem Plan. Bei dem Kopf Rotkohl hier im Vordergrund handelt es sich übrigens um den, der 3 Wochen später auch platzen würde. Im ersten Schritt wird der Kohl vom Strunk befreit und dünn geschnitten. Ich bin Grobmotoriker. Mein Fein ist also sehr wahrscheinlich dein zu dick, aber daran kann ich nichts ändern. Zum Kohl kommt etwas Salz hinzu, um die Feuchtigkeit aus der Pflanze zu locken, und dann wird geknetet. Ist genug Flüssigkeit aus dem Kohl gepresst, um selbigen im Glas zu bedecken, kann ich mit dem Kneten aufhören.
Das Gemisch steht zunächst einmal 5 Tage bei Raumtemperatur und wandert anschließend für 2 Wochen in den Kühlschrank. Das Sauerkraut ist nun 3 Wochen später fertig und wir werden es heute zusammen mit dem Rotkohl einkochen, um es langfristig haltbar zu machen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit Sammeln. Als nächstes ist unser schöner Grünkohl dran. Das Gewächs ist natürlich frosthart, aber du siehst an den gelben Blättern, dass wir beim Ernten jetzt nicht so wirklich hinterher waren in der letzten Zeit. Und das will ich auf jeden Fall nachholen und auf jeden Fall die älteren Blätter ernten, bevor sie auch noch gelb werden. So, nur die frischen Blätter sind über. Jetzt sind wir auch beim Grünkohl wieder auf einem guten Stand. Vor 2 Wochen habe ich auch noch ein paar Birnen geerntet. Die Birnen waren zwar noch nicht richtig reif, lagen aber schon durch den Wind vom alternden Baum gerissen auf dem Boden. Um Verlust vorzubeugen, habe ich gleich auch noch die am Baum befindlichen Früchte geerntet. In der Garage habe ich die Birnen 2 Wochen nachreifen lassen. Heute kochen wir daraus Marmelade. Aber es ging noch weiter. Der Wind hatte nämlich auch einen Butternut-Kürbis vom Randgerüst geweht. Das war für mich wieder ein Zeichen, dass der Erntezeitpunkt gekommen war. Auch die schönen Hokkaido-Kürbisse habe ich bei der Gelegenheit mitgenommen. Letztere kommen nun auch in diesem Video zum Einsatz. Hier haben wir es jetzt. Grünkohl, Kürbisse, Birnen, Tomaten, Wassermelone, Rotkohl und ein Weißkohl-Rotkohl-Gemisch, das ich zu Sauerkraut gemacht habe, das ich auch noch gerne permanent einkochen wollen würde. Und ich würde sagen, daraus kochen wir jetzt was Schönes. Da ist unser Grünkohl, da sind die frisch in der Spülmaschine ausgewaschenen Gläser. Los geht's mit dem Kochen. Essen will ich den Grünkohl natürlich mit Fleisch, einkochen werde ich ihn aber ohne, da die Gläser in meinem Einkochautomaten nur bis 100 Grad aufgeheizt werden können, wir aber 120 Grad brauchen, um das Fleisch wirklich unbedenklich einzukochen. Sprich, was ich tun werde ist, ich lasse den Grünkohl jetzt einfach mal 2-3 Stunden köcheln, damit ich das dann später nicht machen muss. Zum Verzehr nehme ich dann immer ein Glas Grünkohl, Kassler, Wurst und koche das nochmal schnell auf, statt jetzt wirklich 3 Stunden den Grünkohl nochmal von vorne köcheln zu müssen. Das sieht jetzt vielleicht sehr viel aus, aber es wird sich im Topf gleich massiv reduzieren.
Eine Schüssel habe ich jetzt in diesen Topf gequetscht bekommen, aber ich glaube, damit habe ich eine Obergrenze erreicht, weil das hier schon ein sehr dichter Brei ist und das muss man nur noch erstmal befördern können. Uppala. Also ich glaube, ich setze lieber noch einen zweiten Topf auf, bevor ich hier Unsinn veranstalte. Oh Gott, 6:30 schon. Ich habe übrigens die Gerichte alle so geplant bzw. gestaffelt, dass am Ende alles gleichzeitig fertig wird. Mal gucken, ob das klappt. Der Grünkohl ist jetzt im Topf. Als nächstes kümmern wir uns um Rotkraut. Zugegeben, so wahnsinnig viel ist davon jetzt nicht übergeblieben, aber es ist auf jeden Fall verwendbar. Schön. Einmal vierteln, dann können wir den Strunk hier sehr bequem rausschneiden. So. Also zum Thema fein geschnitten muss man, glaube ich, mal beide Augen zudrücken. 1872 Gramm sagt die Waage, davon können wir auf jeden Fall 200 Gramm abziehen für das Sieb. Aber genau, also so ungefähr 1,5 Kilo haben wir. Das ist gut. Die Äpfel sind tatsächlich bedauerlicherweise nicht aus eigenem Anbau. Wir haben einen Apfelbaum auf dem Grundstück, aber der kränkelt irgendwie. Da müssen wir uns nächstes Jahr mal drum kümmern und die Ursache ermitteln. Apfelessig. Das kann eine Weile dauern. Die Nelken, die man traditionellerweise in eine Zwiebel reinsticht, und die Lorbeerblätter, die man lose reinwirft und später wieder rausfischt, habe ich jetzt einfach mal in ein Teesieb getan, weil es das Ganze einfacher macht.
Grünkohl, Rotkohl, abgehakt. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu den letzten Sachen und die sind zum Glück handwerklich ein bisschen einfacher, aber doch nicht so einfach. Und zwar hatte ich vor 2 Wochen aus einer quasi Notsituation heraus aus Weißkohl und Rotkohl gemischt, deswegen ist das so blassrosa, Sauerkraut machen wollen oder Sauerkraut machen müssen, um genau zu sein. Dann habe ich heute mir dieses Glas angeschaut, weil ich das rausgeholt habe zum Filmen. Warte mal, zeig das mal. Oh, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da sind so Punkte drauf, so weiße Punkte. Und ich dachte mir zuerst, shit, es ist hinüber, das ist Schimmel. Aber dann habe ich mir Bilder angeguckt, so was kann denn überhaupt alles mit fermentiertem Zeug oder mit Sauerkraut passieren. Und ich habe Bilder gesehen und Bilder gesehen und Bilder gesehen. Und das ist auf jeden Fall alles nicht. Und ich glaube, was es tatsächlich sein könnte, es könnten einfach Salzkristalle sein, die sich oben abgesetzt haben. Riecht nach Sauerkraut. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, so von oben sieht das nicht mehr aus wie Salzkristalle. Schon seltsam, aber ich habe nichts Vergleichbares bei meiner Recherche im Internet gefunden. Hier ist meine Idee. Ich schöpfe diese obere Schicht ab, weil vieles, was auf dem Sauerkraut entstehen kann, ist tatsächlich gar nicht schädlich und kann einfach abgeschöpft werden. Ich werde das Sauerkraut jetzt eben eine halbe Stunde kochen, damit ich es danach einkochen und permanent quasi lagerfähig machen kann. Ich werde das eingekochte Sauerkraut aber erst konsumieren, wenn ich einen Menschen finde, der mir erklären kann, was das für ein Fehlerbild ist, also was sich da auf der Oberfläche gebildet hat. Und von daher, also ich werde es jetzt einfach sicherheitshalber mal einkochen, aber ob ich es dann später verwenden werde, hängt davon ab, ob mir jemand eine Erklärung geben kann, was das ist. Bisschen Essig, paar Lorbeerblätter, paar Pfefferkörner. So, das letzte, was wir heute noch auf den Herd bringen, ist Birnenmarmelade. Rezept könnte nicht einfacher sein. Reife Birnen, Gelierzucker 2:1, einfach kurz aufkochen und ab in den Einkochautomaten. Sprich, die Marmelade läutet jetzt das Finale ein und sobald die Marmelade fertig ist, nehme ich alles vom Feuer und dann geht es ab in den Einkochautomaten. Ich hoffe mal, das passt da rein. Ansonsten habe ich aber auch keine Wahl. Ich habe keine anderen Töpfe mehr. Dann Zucker. Noch ein bisschen Birne. Jesus Christ. Also ich habe alles in den Topf bekommen, aber ich überlege gerade, ob ich das Ganze nicht vielleicht pürieren sollte, da ich ja im Endeffekt keinen Obstsalat in Gelee will, sondern eben eine Birnenmarmelade. Ich glaube, es war ein notwendiger Eingriff und jetzt sieht das schon viel mehr aus wie eine Marmelade. So,
Dann kann jetzt alles in die Einmachgläser. Ich fange mit der Marmelade an und gehe dann quasi so vor mit dem Sauerkraut als letztes, weil wir ja, wie gesagt, nicht wissen, ob das kontaminiert ist oder nicht. Als ich das erste Mal in meinem Leben eingekocht hatte, vielleicht erinnerst du dich an das Video, empfand ich es als pure Qual. Nichtsdestotrotz hinterließ der damals 3-tägige Erstlingsmarathon ein Loch, ein Tief. Es ist viel Arbeit, aber eine sehr belohnende. Inzwischen liebe ich es einzukochen. Es fühlt sich so wertvoll an, das Gemüse aus dem Garten haltbar zu machen. Und die Vorfreude darauf, es sich im Winter schmecken zu lassen. Es macht Lust auf mehr. Aber mehr ergibt sich wohl leider erst wieder in 10 Monaten. Kleiner Szenenwechsel jetzt nochmal zum Abschluss. Wir sind im Hinterhaus, weil hier der große Einkochautomat nicht im Weg steht. Aus dem ganzen Schlamassel gewonnen haben wir 2 Gläser Sauerkraut, 2 Gläser Rotkohl, 3 Gläser Grünkohl und 6 Gläser Birnenmarmelade. Wieder mal recht kompakt. Man stellt sich das immer mehr vor, wenn man die Zutaten anguckt, aber so ist das Leben. Die Marmelade, da die Birne sauer ist, braucht beim Einkochen wesentlich weniger Zeit, um sicher eingekocht zu sein, als das Gemüse. Sprich, das Gemüse tue ich unten rein, die Birnenmarmelade oben drauf und dann hole ich die Birnenmarmelade nach einer kurzen Zeit des Kochens wieder raus. Gläser dürfen sich nicht berühren, da sie sonst durch die Vibration sich die Schraubdeckel wieder lösen können. Zack. Klappe zu. Und einmal 100 Grad für sagen wir mal, ein bisschen über 70 Minuten. Also erst wollte das Ding überhaupt nicht in Gang kommen und jetzt habe ich den Zeitpunkt verpasst quasi schon, um die Marmelade rauszuholen. Und tschüss. Damit ist die heutige Nachtschicht beendet. Es ist ja aber auch erst 12:30, von daher nochmal alles gut gegangen. Die restlichen Sachen können jetzt auch ohne Aufsicht vor sich hin kochen, können dann auch hier ganz einfach auskühlen, muss man nicht unbedingt aus dem Wasser nehmen, wenn das mit dem Kochen abgeschlossen ist. Von daher lasse ich das einfach alles hier ruhen und genau, gehe ab ins Bett und ja, morgen schauen wir nach den Resultaten. Schaut sehr gut aus, was wir da eingekocht haben. Deswegen sind Rotkohl, Grünkohl und Sauerkraut auch bereits direkt wieder im Automaten für die zweite Runde einkochen. Wir sind also fast fertig. Jetzt, während wir warten, mache ich noch etwas aus dem Hokkaido-Kürbis und ein paar anderen Zutaten im Garten, wie am Anfang versprochen.
Unsere Birnenmarmelade. Schmeckt wirklich nach Birne. Ich finde das immer so erstaunlich, weil da so viel Zucker drin ist. Aber der Birnengeschmack ist trotzdem erhalten geblieben. Und gerade der Kontrast mit diesem würzig-kürbissigen Brot, fantastisch. Nun Frischkäse mit unseren Gartenkräutern, Knoblauch, Peperoni und Paprika. Alles knackt und knarzt, weil es so kompromisslos frisch ist. Was für ein belohnendes Hobby Gärtnern doch ist. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das ist jetzt unser Vorrat, der uns im Winter glücklich machen wird. Es war natürlich wieder wahnsinnig viel Arbeit, aber es macht total Spaß. Ich sag's nochmal, was für ein wunderschönes Ding so ein eigener Garten doch ist. Und da haben wir es. Das war unsere Herbsternte und unser herbstliches Einkochen. Damit sind die Wintervorbereitungen im Garten natürlich noch lange nicht abgeschlossen, aber das ist, glaube ich, ein Kapitel fürs nächste Video. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich darauf, dich auch nächstes Mal wiederzusehen. Also, tschüss.